Wenn Sie so im Park sitzen und Enten füttern, fragen Sie sich manchmal auch, wie ein Leben ohne Religionsfreiheit aussehen würde? Dazu brauchen wir nur einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. Lange Zeit waren Religionen auch weltlich sehr mächtig und haben versucht, andere Religionen zu unterdrücken. Es war oft nicht möglich, eine andere Religion als die regierende auszuüben oder auch sich nicht an der Religion zu beteiligen. Religionsfreiheit heißt nämlich nicht nur, dass man seine Religion frei wählen darf, sondern auch, dass man wählen darf, keine Religion zu praktizieren. So viel zur Vergangenheit. Aber wie würde es heutzutage aussehen, wenn es keine Religionsfreiheit gäbe? Du hast dich super vorbereitet, hast beste Qualifikationen für den Job, bist guter Dinge, ihn auch zu bekommen. Du stellst dich vor, der Chef ist dir von Anfang an sympathisch, das Gespräch läuft super. Es geht schon am Ende zu. Da fragt der Chef: Sind Sie gefirmt? Ein absoluter Albtraum für jeden Ausgetretenen. Es könnte natürlich auch so aussehen. Essen Sie Schweinefleisch? Eigentlich sollte es jedem klar sein, dass es im Job egal ist, ob man religiös ist oder nicht. Viel schwieriger wird es etwa bei religiösen Kopfbedeckungen. Oft wird hier ins Feld geführt, dass diese zum Beispiel Frauen unterdrücken und in ihrer Freiheit einschränken können. Aber stimmt das auch? Das kommt drauf an. Viele Menschen tragen religiöse Kopfbedeckungen aus freiem Stück. Dann ist es natürlich keine Einschränkung der persönlichen Freiheit. In diesem Fall wäre es eine Einschränkung, diese zu verbieten. Wird aber jemand gezwungen oder dazu gedrängt, eine religiöse Kopfbedeckung zu tragen, widerspricht das wiederum der Religionsfreiheit. Deshalb ist es wichtig, hier auch Maßnahmen zu ergreifen, ohne aber auf Verbote zurückzugreifen, welche wiederum die Religionsfreiheit einschränken können. Schwierig wird es vor allem dann, wenn etwa eine religiöse Praktik sehr stark den Grundwerten einer Gesellschaft widerspricht, etwa dem Wert der Gleichbehandlung von Mann und Frau. Dies nimmt etwa Frankreich als Begründung für ein Verbot von gesichtsverbergender Kleidung. Die Frage der Grenze zwischen der Freiheit, Religion auszuüben und der Bekämpfung von religiösen Zwängen ist und bleibt eine nicht klar beantwortbare und sollte dementsprechend vorsichtig gestellt werden. Klar ist jedoch, dass ohne integrative Maßnahmen Parallelgesellschaften entstehen, in denen es schwieriger wird, Werte wie Religionsfreiheit zu vermitteln. Die Mehrheitsgesellschaft sollte aber auch für das Thema Religionsfreiheit sensibilisiert werden. Schließlich ist die Akzeptanz der religiösen und weltanschaulichen Vielfalt ein fundamentaler Wert für unsere Gesellschaft.